Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir starten eine neue Playlist, eine neue Themenreihe. Die machen wir so ein bisschen neben dem Unterricht her. Und es geht hier um Grundlagen, um Basics. Dinge, die du schon können müsstest, aber die du vergessen hast oder du warst im Unterricht nicht da, als es behandelt wurde. Oder es ist irgendwo in deinem Kopf und du weißt nicht wo. Wir ziehen das wieder hervor, wir holen das nach und das machen wir kleinschrittig. Das heißt, es ist alles ein bisschen langsamer und dafür aber genauer, sodass du Schritt für Schritt mitmachen kannst. Kleiner Tipp, drücke immer wieder Pause auf dem Video und mach das mit, was ich mache oder das, was du siehst. Weil wenn du es mitmachst, dann machst du es gleich und dann kann sich dein Gehirn das gleich merken. Wir fangen an mit Winkeln, wir zeichnen Winkel und wir messen Winkel. Viel Spaß! Dies ist ein Winkel. Winkel haben immer einen Ausgangspunkt, auch Scheitelpunkt genannt. Der ist in diesem Falle hier, mit S abgekürzt. Dieser Winkel ist voll geschlossen. Du siehst, dass beide Schenkel übereinander liegen. Du siehst deshalb nur einen. Dieser Winkel ist 0 Grad groß. Wichtig ist jetzt, wenn Winkel sich öffnen, dann ist das, als würdest du von oben auf eine Tür gucken. Ich öffne ihn mal etwas. So. Je weiter der geöffnet wird, desto größer wird der Winkel. Dies sind ungefähr 45 Grad. Bis hin irgendwann zu 90 Grad. Je größer der Winkel geöffnet ist, desto größer ist der Winkel. Je weiter er zu ist, desto kleiner ist er. Desto kleiner ist auch die Zahl. Dieser Winkel ist, wie gesagt, 0 Grad groß. Das sind ungefähr 10 und so weiter. Das ist gleich wichtig, wenn du entscheiden musst, welche Skala du auf dem Geodreieck verwendest. Zeichnen wir unseren Winkel. Hier habe ich den Scheitelpunkt S. Dort fange ich an und zeichne den ersten Schenkel. Jetzt müssen wir noch wissen, wie groß soll unser Winkel sein. Wir sagen mal, Alpha soll 30 Grad groß sein. Jetzt hast du hier auf dem Geodreieck zwei Skalen. Du hast einmal die gelbe und du hast die durchsichtige. Du legst als erstes das Geodreieck richtig an. Dazu legst du den Nullpunkt, also die Stelle, wo die Null ist, an den Scheitelpunkt. Und die Kante des Geodreiecks legst du an den Schenkel. Jetzt musst du entscheiden, welche Skala nimmst du. Diese oder diese. Ich hatte ja schon gesagt, der Winkel geht auf. Und hier ist 0 Grad. Wenn hier unten an dieser Stelle 0 Grad ist, dann musst du gucken, ob jetzt wie die Skala dann weitergeht. Geht sie bei 0 weiter mit 170, 160, 150, 140 oder geht sie weiter mit 10, 20, 30, 40? Richtig, du nimmst die äußere 10, 20, 30, 40. Denn von der 0 geht es aufwärts in 10er Schritten. Beziehungsweise hier in 1er Schritten. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Auf dieser Skala guckst du also jetzt, wo sind 30 Grad. Da machst du einen Punkt. Und dann verbindest du diesen Punkt mit dem Scheitelpunkt. Nun noch beschriften und fertig ist der Winkel. Bei Dreieckskonstruktionen ist es ganz wichtig, darauf zu achten, welchen Winkel du einzeichnen musst. In diesem Falle Beta. Beta ist hier bei dem Punkt B. Angenommen, du hast die Seite C schon eingezeichnet und beschriftet, dann musst du jetzt Beta eintragen. Und Beta ist bei der Ecke B. Es ist also nicht hier, sondern hier. Jetzt legst du das Dreieck an. Wichtig ist wieder, dass du den Nullpunkt an den Scheitelpunkt legst und die Kante auf die Linie. Nun musst du darauf achten, welche Skala du nimmst. Der Winkel geht so auf. Das heißt, hier ist 0 Grad. Du nimmst also diesmal nicht die äußere,
Denn 0, 170, 160, 150 würde keinen Sinn machen. Du nimmst die innere. 0, 10, 20, 30, 40. Und bei der gehst du jetzt bis 65 Grad. 60, 5. Diese hier sind immer 5er Schritte, diese etwas größere Markierung. 65. Und bei 65 gehst du jetzt nach oben. Hier hin. Wenn du bei Aufgaben zur Markierung in die Planfigur kommst, ist das nicht schlimm. Und jetzt verbindest du die beiden Punkte. Nun wird es spannend, denn jetzt sollst du einen Winkel zeichnen, der 210 Grad groß ist. Du zeichnest den Scheitelpunkt ein, du zeichnest den ersten Schenkel, du legst das Geodreieck an, du entscheidest, welche Skala du nimmst und du fängst an zu zählen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 170, 180. 180 sind nicht 210. Das heißt, hier einmal rum sind 180. Die letzten 30, die du noch brauchst, sind hier unten. Du musst also eine Plusaufgabe machen. 180 Grad sind oben, plus 30 Grad sind 210 Grad. Die 180 hast du schon hier und die 30 musst du hier jetzt nehmen. Jetzt legst du das an. Wichtig ist wieder, die Kante ist auf dem Schenkel und die 0 ist bei dem Scheitelpunkt. Jetzt musst du hier weitergehen. Du nimmst diese Skala, weil du ja 30 Grad brauchst. 170, 160, 150 geht ja wieder runter. Du hast also 180 hast du schon und 30 gehst du jetzt. 10, 20, 30. Da machst du einen Punkt, das verbindest du und fertig ist der Winkel. Zum Schluss wollen wir noch einen Winkel ablesen, abmessen. In diesem Falle ist gefragt, wie groß Delta ist. Hier ist der Scheitelpunkt, hier ist der Schenkel. Du legst das Geodreieck an, die 0, den Nullpunkt an den Scheitelpunkt, die Kante auf den Schenkel. Und jetzt entscheidest du wieder, welche Skala nimmst du. Auch hier geht der Winkel so auf. Hier ist 0 Grad. Du guckst also auf dieser Seite, nicht auf der. Sonst müsste der Winkel ja so aufgehen. Tut er aber nicht, denn hier ist der Scheitelpunkt und er geht so. Du entscheidest dich also für die gelbe Skala, gehst hier 10, 20, 30, 40, 50, gehst dahin, wo der Schenkel durchgeht, das sind in diesem Falle 50 Grad, also schreibst du hin 50 Grad. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, du hast etwas gelernt, konntest das gut mitmachen, hast immer Pause drücken können und hast jetzt auch Winkel gezeichnet und gemessen. Es war jeweils eine Möglichkeit, einen Winkel zu zeichnen und zu messen. Es gibt noch eine zweite. Aber die zweite, die sparen wir uns, die ist nicht so toll, die lassen wir weg. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, weiterhin viel Erfolg und irgendwann viel Spaß, denn auch du kannst Mathe.